Denkst du, dein Leben ist hart? Dann stell dir vor, du wachst auf, im Mittelalter. Es ist noch dunkel. Und das Erste, was du riechst, ist Fäkalien. Nicht von Tieren, von Menschen. Sie liegen überall, in den Gassen, auf den Straßen, unter den Fenstern. Toiletten gibt es nicht. Man wirft einfach alles hinaus. Der Gestank ist so stark, dass du kaum atmen kannst. Fliegen summen um dich herum. Und während du versuchst, nicht zu würgen, siehst du eine Frau. Sie schöpft Wasser aus dem Brunnen. Doch das Wasser ist braun, schmutzig, voll von Abfällen, die jemand gestern Nacht hineingekippt hat. Sie reicht den Krug ihrem Kind. Das Kind trinkt. Und du weißt, es wird nicht überleben. Willkommen im Mittelalter. Hier ist Wasser gefährlicher als Feuer. Hier tötet ein Schluck schneller als ein Schwert. Hier beginnt der Tag, mit Tod, Schmutz und Hunger. Du glaubst, du würdest das schaffen? Nein, du würdest keine 24 Stunden überleben. Denn das hier war keine romantische Zeit voller Ritter und Burgen. Es war eine Hölle. Eine Welt, in der jeder Tag ein Kampf ums Überleben war. Und heute wirst du sie erleben. Stunde für Stunde. Atemzug für Atemzug. Das wahre Mittelalter. Nicht die Version aus Märchen, sondern die, die man dir nie erzählt hat. Dein Magen knurrt. Du suchst etwas zu essen. Aber hier gibt es kein Frühstück, wie du es kennst. Kein Brot, das duftend aus dem Ofen kommt. Kein Käse, keine Milch, kein Apfel. Nur ein Topf. Ein Topf mit etwas, das sie Portage nennen. Es ist eine trübe, graue Suppe. Wasser, Kohl, Rüben, ein paar Körner. Manchmal auch Reste vom Vortag. Oder vom Tag davor. Der Topf steht seit Tagen auf dem Feuer. Das Wasser wird nachgefüllt, aber nie gewechselt. Und alles, was hineinfällt, bleibt drin. Staub, Asche, Insekten. Du schöpfst eine Kelle. Der Geruch, bitter, sauer, verbrannt. Aber du isst, weil du musst. Brot gibt es auch. Schwarz, hart, schwer. Es bricht fast deine Zähne. Und während du kaust, knirscht es. Das ist kein Salz. Das sind kleine Steine. Sie kommen vom Mahlstein, der beim Mahlen abbröckelt. Viele Menschen verlieren früh ihre Zähne. Nicht vom Zucker, sondern vom Stein im Brot. Und manchmal ist das Brot tödlich. Ein Schimmelpilz, der auf Roggen wächst. Er heißt Mutterkorn. Er macht dich krank. Du siehst Dinge, die nicht da sind. Du brennst von innen. Manche fallen um und wachen nie wieder auf. Einige sagen später, es seien Hexen gewesen. Doch die Wahrheit war einfacher. Der Bäcker hatte sein Korn nicht gereinigt. Fleisch? Ein Luxus. Ein Traum, den sich die meisten nie erfüllen. Wenn du Glück hast, bekommst du ein Stück. Klein, zäh und oft schon verdorben. Es gibt keine Kühlschränke. Das Fleisch hängt in der Küche, voller Fliegen. Der Gestank wird mit Gewürzen überdeckt, wenn man welche hat. Sonst bleibt nur beten. Du beißt hinein. Der Geschmack ist scharf, metallisch. Aber du kaust weiter. Denn es ist das Einzige, was du heute bekommst. Und trinken? Kein Wasser. Wasser ist Gefahr. Wasser ist Tod. Alle trinken Bier. Auch Kinder. Nicht, um betrunken zu werden, sondern um zu überleben. Das Bier ist schwach, dünn, warm. Aber es tötet die Keime. Und so trinkt selbst ein Kind von 5 Jahren jeden Tag. 8 Krüge am Tag. Weil es sicherer ist als ein Tropfen Wasser. Willkommen beim Frühstück im Mittelalter. Ein Tag beginnt mit Hunger. Und endet mit Hunger. Du glaubst, du könntest dich wenigstens waschen. Falsch. Im Mittelalter war Sauberkeit ein Luxus. Und manchmal sogar eine Sünde. Die meisten Menschen badeten fast nie. Einmal im Jahr galt schon als viel. Manche, nie. Warum? Weil sie glaubten, Wasser öffne die Poren. Und durch die Poren
komme der Tod. Ein Arzt schrieb damals: Zu viel Wasser schwächt den Körper und lockt Krankheit. Also, wusch man sich nicht. Vielleicht ein wenig das Gesicht oder die Hände, aber nie den ganzen Körper. Kleidung wurde monatelang getragen, Tag und Nacht, ohne Waschen. Unterwäsche? Fast niemand hatte welche. Die Haut war ständig bedeckt von Schmutz, von Läusen, von Flöhen, von Parasiten. Es juckte, es brannte, und der Gestank war überall. In den Häusern, auf den Straßen, sogar in den Burgen der Reichen. Reisende aus dem Orient beschrieben Europa als ein Land des Gestanks. Und sie hatten recht. Stell dir vor, du sitzt in einer Kirche. 100 Menschen um dich herum. Keiner hat je gebadet. Die Luft ist schwer, süßlich, faulig. Kerzen flackern, Rauch steigt auf. Du atmest, und dein Magen dreht sich. Aber das war normal. Niemand wunderte sich. Niemand roch den Gestank, weil jeder ihn trug. Es gab Badehäuser. Ja, die gab es. Aber sie waren teuer und verrufen. Denn dort wurde nicht nur gebadet. Man spielte, man trank und oft noch mehr. Die Kirche warnte: Badehäuser sind Orte der Sünde. Also blieben viele fern. Sauberkeit wurde verdächtig und Schmutz zur Tugend. Die Reichen hatten manchmal ein Holzfass im Haus. Einmal im Monat ließ man warmes Wasser ein. Aber selbst dann, selten. Zu riskant, zu teuer. Die Armen wuschen sich im Fluss. Wenn überhaupt. Mit kaltem Wasser. Ohne Seife. Seife war Luxus. Sie bestand aus Tierfett und Asche. Und stank fast so schlimm wie der Dreck, den sie entfernen sollte. Ein Bad war kein Genuss. Es war eine Mutprobe. Und für viele ein Risiko. Denn wo Wasser war, war Krankheit. Und wo Schmutz war, da war das Mittelalter. Du hustest. Nur ein wenig. Aber hier ist das gefährlich. Im Mittelalter konnte ein Husten der Anfang vom Ende sein. Keine Medizin. Keine Ärzte, wie du sie kennst. Nur Aberglaube und Blut. Wenn du Fieber hast, sagt der Heiler: Du hast zu viel Blut. Und er öffnet deine Ader. Das Blut fließt in eine Schale. Du wirst schwächer und hoffst, dass es hilft. Manchmal benutzt er Blutegel. Sie saugen sich fest. Du spürst, wie sie trinken. Und du glaubst, das Böse verlässt dich. Aber das Böse bleibt. Krankheiten sind überall. In der Luft, im Wasser, im Essen, in den Menschen. Niemand weiß, warum. Niemand versteht, was Bakterien sind. Sie glauben an schlechte Luft, an böse Geister, an Gottes Zorn. Und dann kommt die Pest. 14. Jahrhundert. Schiffe aus dem Osten bringen den Tod nach Europa. Ratten, Flöhe, Krankheit. Ein Atemzug reicht. Ein Dorf nach dem anderen stirbt. Eine Stadt nach der anderen. 1/3 aller Menschen tot. Die Haut wird schwarz. Die Beulen schwellen. Das Fieber brennt. Das Blut läuft aus Mund und Nase. Und in 3 Tagen ist alles vorbei. Niemand kann helfen. Die Priester beten. Die Ärzte tragen Masken mit langen Schnäbeln. Voll mit Kräutern, um den Gestank fernzuhalten. Aber die Pest lacht über ihre Versuche. Die Menschen fliehen. Sie lassen ihre Familien zurück. Die Straßen liegen voller Leichen. Glocken läuten Tag und Nacht. Man glaubt, Hexen hätten die Krankheit gebracht. Also sucht man Schuldige und verbrennt Frauen, in der Hoffnung, dass das Feuer heilt. Aber es heilt nichts. Es tötet nur noch mehr. Kinder sterben. Mütter schreien. Väter tragen die Körper ihrer Söhne. Und der Tod wird zum täglichen Besucher. Nach der Pest ändert sich alles. Doch Krankheit bleibt. Selbst eine kleine Wunde kann dich töten. Ein Schnitt beim Arbeiten. Ein Zahn, der fault. Eine Geburt, die schief geht.
Im Mittelalter bist du immer nur einen Atemzug vom Tod entfernt. Stell dir vor, du wirst eines Tages beschuldigt. Vielleicht, weil jemand dich nicht mag. Vielleicht, weil du zur falschen Zeit am falschen Ort warst. Im Mittelalter braucht es keinen Beweis. Nur ein Wort, ein Gerücht, und dein Leben kann vorbei sein. Das Gesetz ist keine Rettung. Es ist ein Werkzeug der Angst. Wenn du Pech hast, kommt der Richter. Er liest keine Akten. Er hört keine Zeugen. Er schaut dich an und entscheidet. Schuldig. Die Strafen sind grausam. Für Diebstahl verlierst du die Hand. Für Lügen die Zunge. Für Verrat dein Leben. Und das alles öffentlich. Menschen versammeln sich auf dem Platz. Sie lachen. Sie jubeln. Sie essen, während jemand stirbt. Ein Henker steht da. Mit Kapuze. Mit Seil. Mit Schwert. Der Kopf fällt. Das Blut tropft auf den Boden. Und die Menge klatscht. Das ist keine Ausnahme. Das ist Alltag. Man nennt es Gerechtigkeit. Doch es ist nur Angst. Wenn du sagst, du bist unschuldig, musst du es beweisen. Aber wie? Es gibt keine Anwälte. Keine Beweise. Nur eines, die Probe Gottes. Man legt dir ein glühendes Eisen in die Hand. Du gehst 3 Schritte. Deine Haut brennt. Dein Fleisch schmilzt. Dann wartest du 3 Tage. Wenn die Wunde gut heilt, bist du unschuldig. Wenn sie sich entzündet, bist du schuldig. Ein anderer Test. Sie binden dich und werfen dich ins Wasser. Wenn du sinkst, bist du unschuldig. Wenn du schwimmst, bist du schuldig. So einfach ist das. Kein Wunder, dass viele lieber starben, als geprüft zu werden. Tortur ist erlaubt. Sogar empfohlen. Man sagt, nur unter Schmerzen spricht die Wahrheit. Also wird gezogen, gestreckt, gebrochen. Man benutzt Daumenschrauben, eiserne Stühle, die Streckbank. Schreie hallen durch die Keller. Manche gestehen alles, nur um das Ende zu beschleunigen. Die Wahrheit ist egal. Ein Geständnis reicht. Und wenn du Glück hast, endet es schnell. Mit einem Strick oder einem Schwert. Wenn du Pech hast, wirst du gefoltert, bis nichts mehr übrig bleibt. Das Mittelalter nennt das Gerechtigkeit. Wir würden es heute Folter nennen. Der Krieg. Das wahre Gesicht des Mittelalters. Keine glänzenden Ritter. Kein edler Ruhm. Nur Blut und Schreie. Europa kennt keinen Frieden. Könige kämpfen um Land. Adelige um Macht. Und Bauern verlieren alles. Wenn ein Heer kommt, bleibt nichts übrig. Sie nehmen das Essen. Sie nehmen die Tiere. Sie nehmen, was sie wollen. Hinter ihnen verbrannte Felder. Zerstörte Häuser. Leichen im Schlamm. Das nennt man Versorgung. Für die Soldaten ist Krieg Alltag. Für die Dorfbewohner ist er das Ende. Sie verstecken sich in Kellern oder in Wäldern. Aber das hilft selten. Ein brennendes Dorf erleuchtet den Nachthimmel. Kinder weinen. Hunde heulen. Männer schreien nach ihren Familien. Und über allem der Klang von Metall. Schwerter. Äxte. Pfeile. Der Kampf ist kurz und tödlich. Ein Treffer reicht. Ein Schnitt. Ein Pfeil in der Brust. Kein Arzt kann helfen. Viele sterben nicht im Kampf, sondern später. An Wunden, die faulen. An Infektionen. An Hunger. Manche erfrieren. Manche verbluten. Manche werden einfach vergessen. Die Ritter tragen Rüstungen aus Stahl. Sie glänzen, bis das Blut sie trübt. Aber nur die Reichen können sie sich leisten. Ein solcher Panzer kostet so viel wie ein Haus. Die meisten kämpfen ohne Schutz. Nur mit Stoff und Hoffnung. Ein Pfeil durchdringt ihren Körper. Und sie fallen. Still. Ohne Namen. Nach der Schlacht stinkt die Luft nach Tod. Der Boden ist schwarz. Das Wasser rot. Und niemand gewinnt. Nicht einmal die Sieger. Denn auch sie
tragen den Krieg in ihren Köpfen weiter. Jahrzehnte, bis sie sterben. Nach dem Krieg kommt kein Frieden, nur Schweigen und Angst. Das Leben geht weiter, aber niemand lebt wirklich. Die Menschen wachen früh auf. Sie arbeiten, bis die Sonne untergeht. Sie pflügen, sie säen, sie ernten. Jeder Tag gleicht dem anderen. Arbeit, Hunger, Schlaf und wieder von vorn. Die Kinder helfen schon mit 7 Jahren. Sie tragen Holz, sie holen Wasser. Sie lernen nie lesen, sie lernen nur zu überleben. Wenn jemand krank wird, betet man bittet um Gnade. Aber wenn das nicht hilft, sucht man nach Schuldigen. Eine Frau, die allein lebt, eine, die anders ist, sie wird zur Hexe gemacht. Man sagt, sie redet mit dem Teufel. Man fesselt sie, man prüft sie mit Feuer und Wasser. Und am Ende brennt sie. Niemand fragt, ob es wahr ist. Man hat Angst. Und Angst braucht Opfer. Die Menschen glauben an Dämonen, an böse Geister, an Flüche, an den Willen Gottes. Ein Blitz am Himmel bedeutet Zorn. Ein Kind, das krank geboren wird, bedeutet Strafe. Keiner fragt nach Wissenschaft. Keiner sucht Erklärungen. Denn Wissen ist gefährlich. Bücher sind selten und teuer. Und wer zu viel liest, wird misstrauisch angesehen. Selbst in den Burgen herrscht Dunkelheit. Hinter Steinmauern, Kälte, Rauch und Schweigen. Die Frauen beten in stillen Kammern. Die Männer trinken. Und alle warten auf ein Zeichen. Denn das Leben im Mittelalter ist kein Leben. Es ist Warten auf Regen, auf Brot, auf Heilung, auf den Tod. Und in dieser Stille findet man nur eins: Furcht. Furcht vor dem, was man nicht sieht. Furcht vor dem Morgen. Furcht vor sich selbst. Jetzt weißt du, wie es war. Das Mittelalter. Kein Märchen, kein Abenteuer, sondern ein täglicher Kampf. Du bist hungrig. Du stinkst. Du hast Angst. Und du weißt, der Tod ist nie weit. Wenn du krank wirst, bist du verloren. Wenn du stiehlst, wirst du bestraft. Wenn du fragst, wirst du verdächtigt. Wenn du träumst, wirst du gebrochen. Hier überlebt niemand lange. Nicht, weil sie schwach sind, sondern weil die Welt selbst gegen sie kämpft. Kein sauberes Wasser, kein Licht in der Nacht, kein Arzt, kein Schutz, keine Hoffnung, nur Dunkelheit und der Wille, bis morgen zu atmen. Und jetzt frage dich, wie lange würdest du hier überleben? Einen Tag? 12 Stunden? Oder nur einen Atemzug? Heute klagen wir, wenn das Internet langsam ist, wenn das Wasser lauwarm ist, wenn der Kaffee kalt wird. Aber dort hätten sie alles gegeben. Für einen Tropfen sauberes Wasser. Für ein Stück Brot. Für einen Tag ohne Angst. Das Mittelalter war keine Zeit der Helden. Es war die Zeit der Überlebenden. Und wir sind ihre Erben. Wenn du bis hier gehört hast, dann hast du etwas gespürt. Vielleicht Ekel, vielleicht Mitleid, vielleicht Dankbarkeit. Schreib in die Kommentare, welcher Moment dich am meisten erschüttert hat. War es das Wasser, das Essen, die Krankheit oder die Strafe? Ich will es wissen. Und wenn du mehr über das wahre Leben im Mittelalter erfahren willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Denn hier erzählen wir Geschichte. Nicht wie sie in Büchern steht, sondern wie sie gerochen, geschmeckt und wehgetan hat. Dies war Leben damals. Und jetzt, schließ die Augen, atme tief ein und sei dankbar, dass du nicht dort geboren wurdest.